Die digitale Transformation hat längst alle Bereiche der industriellen Produktion erfasst. Die Smart Factory, in der alle Maschinen und Geräte, alle Verwaltungs- und Steuerungssysteme miteinander kommunizieren, ist keine Zukunftsmusik mehr. Was aber bedeutet das für den Bereich der Hochleistungsdiodenlaser? Darüber unterhalte ich mich heute mit Dr. Alexander Arndt, Manager of Digitalization und Process Design bei Laserline. Herr Arndt, digitale Transformation, Vernetzung aller Prozessteilnehmer, die 4. industrielle Revolution, Industrie 4.0, macht auch vor dem Gebiet der Industrielaser nicht Halt. Welche Konsequenzen hat das für die Diodenlasertechnologie? Die digitale Transformation schreitet in den Fabriken und Produktionshallen der Welt immer stetiger voran. Das macht nicht Halt vor großen automatisierten Produktionsstraßen, wie wir sie in der Automobilindustrie oder in der Halbleiterindustrie finden, aber auch nicht vor kleinen Lohnfertigern, die teilweise nur einen Laser oder wenige Laseranlagen von uns im Betrieb haben. Die primären Ziele dabei sind für alle Branchen und Anwender gleich. Wir wollen durch die digitale Transformation reduzierte Ausfallzeiten erreichen, hohe Produktqualitäten und natürlich auch eine gewisse Transparenz in Fehlerfällen oder unvorhergesehenen Ereignissen. Und genau hier setzen die Ansätze der Industrie 4.0 an und da müssen wir uns natürlich aus Sicht der Diodenlaser auch in diese Produktionsnetzwerke einbinden und dem gerecht werden. Wie reagiert Laserline als international führender Diodenlaserhersteller auf diese Entwicklung? Wir haben relativ früh begonnen, uns mit dem Thema digitale Transformation oder auch Industrie 4.0 zu beschäftigen. Wir haben intern verschiedene Programme hier zu laufen. Für uns ist für alle diese Programme und alle diese Entwicklungen fundamentale Basis einfach eine Datenpool über unsere Laser zu generieren. Das bedeutet, unsere Laser müssen kommunikationsfähig sein. Wir setzen hier auf den branchenübergreifenden Standard, der auch von Anwendern und Kunden gefordert wird, OPC-UA. Die neueste Lasergeneration der LDF-Serie wird ab Werk mit dieser Schnittstelle geliefert. Darüber hinaus haben wir Retrofit-Ansätze entwickelt, die auch Altgeräten und Bestandsgeräten beim Anwender es ermöglichen, mit einer OPC-UA-Schnittstelle nachgerüstet zu werden. Und aktuell laufen Entwicklungen für unsere LDM-Serie, diese auch mit diesen Schnittstellen zur Verfügung zu stellen. Was genau hat der Anwender von einer OPC-UA-Fähigkeit seiner Lasersysteme? Der größte Nutzen so einer branchenübergreifenden Schnittstelle ist, dass wir eine maximale Transparenz über den Laserzustand gewinnen. Das bedeutet, alle Werte und Variablen und Daten, die in dem Laser bisher verborgen waren, tragen wir nach außen und können sie dem Anwender zur Verfügung stellen für Analysen, Visualisierungen und so weiter. Das hat den enormen Vorteil, dass der Anwender somit ein exaktes Abbild der Realität seines Produktionssystems virtuell vor sich hat. Darüber hinaus ist ein weiterer Vorteil der OPC-UA-Schnittstelle, dass dieser, wie gesagt, branchenübergreifend ist. Das bedeutet, der Anwender muss seine Geräte nicht individuell programmieren und in seine Architekturen einbinden, sondern kann diese fast schon per Plug-and-Play einbinden. Wenn die Laser in eine solche Architektur integriert sind, wie genau sieht der Prozess dann aus? Also welche Daten werden ausgelesen und wie? Der gesamte Prozess, wir nennen ihn auch digitalen Prozess in der Lasertechnologie, hat immer eines gemeinsam. Wir haben am Anfang eine Applikation, das kann ein Hardlöten sein, das kann ein Laserschweißen sein oder auch ein Cladding. In vielen Fällen haben wir unsere Diodenlaser genau in diesen Prozessen positioniert und auch mit verschiedenen Bearbeitungsoptiken. Und der erste Schritt ist, aus diesen Prozessanlagen, also dem Laser selbst und Bearbeitungsoptiken, die Daten zu extrahieren. Also wir zeichnen sie auf über OPC-UA und können diese dann auslesen. Das Auslesen der Daten umfasst bis zu mehrere hundert Variablen pro Laser, je nach Konfiguration. Dazu zählen Daten wie Temperaturwerte, Laserleistungen. Wir haben Durchflusswerte vom Kühlwasser, Stromaufnahme, also alles, was Sie sich vorstellen können, im Laser drin ist, können wir auswerten. Diese Daten verwenden wir und stellen dem Anwender zur Verfügung, damit der Anwender diese Daten visualisieren kann, also ein klassisches Condition Monitoring durchführen kann. Das bedeutet, er kann die aktuellen Zustände des Lasers sehen, ist alles okay, liegen irgendwelche Warnungen vor, Fehler. Und das Schöne dabei ist, er kann dies ortsunabhängig machen, er muss dafür nicht am Laser stehen, sondern er kann es eigentlich von jedem beliebigen Ort der Welt tun. Und darauf aufbauend auf diesen Daten und dem Condition Monitoring wird dann in einem nächsten Schritt tiefergehende Analysen durchgeführt, wie zum Beispiel Störindikatoren herausfinden mit einer Diagnose basierend auf den OPC-UA-Daten. Wo sehen Sie den größten Vorteil dieser umfassenden Datenauswertung?
Die größten Vorteile davon liegen im Wesentlichen in zwei Bereichen. Einmal im klassischen Betrieb des Lasers, sprich in einem klassischen Condition Monitoring läuft alles wie geplant, sind die Zustände des Lasers okay, wird der Output produziert, den wir uns wünschen. Und ein zweiter großer Vorteil liegt in der Instandhaltung der Laser, sprich der klassischen Wartung. Hier sind wir in der Lage, basierend auf den OPC-UA-Daten, diese Daten so zu analysieren, dass wir zustandsbasiert Wartungszyklen vorhersehen können. Das bedeutet, wir nehmen hier moderne Algorithmen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, sprich des Machine Learnings, wenden diese an und können demnach wirklich basierend auf dem realen Zustand die Wartung durchführen. Man kennt das, früher hat man noch zeitbasiert gewartet. Man kennt das aus dem Kfz-Bereich, zum Beispiel einmal im Jahr oder alle 24 Monate muss das Auto bzw. in unserem Fall der Laser gewartet werden. Und mit den KI-Algorithmen, also den künstlichen Intelligenz-Algorithmen, sind wir in der Lage, wirklich basierend auf dem realen Zustand, wie auch der Laser genutzt wurde, diese Wartungszyklen vorherzusehen. Das ermöglicht den Anwender am Ende wirklich punktgenau Wartungen durchzuführen, Stillstandszeiten zu reduzieren und somit letztendlich auch Kosten zu sparen. Nun wird die Entwicklung ja weitergehen. Was wird sich nach Ihrer Meinung über den Wartungsbereich hinaus durch die Digitalisierung der Diodenlaser verändern? Ein weiterer Punkt ist, dass wir den Instandhalter bzw. die Wartungspersonal vor Ort mit intelligenten Assistenzsystemen unterstützen wollen. Hier sind sicherlich Lösungen denkbar im Bereich der Augmented Reality, also der erweiterten Realität. Mit verschiedenen Applikationen oder auch Datenbrillen können wir so dem Anwender Lösungen zur Verfügung stellen, dass er punktuell am Laser genau die Informationen durch neue, moderne Technologien zur Verfügung gestellt bekommt, die er auch benötigt.